Der Rhein war die Kloake Europas. Dann hat es den großen Unfall im Sandoz-Werk in Basel gegeben, in der Schweizer Halle. Und hat im Prinzip das gesamte Leben zusätzlich noch eliminiert im Rhein. Und dann hat man hunderte Milliarden investiert, um den Rhein sauber zu bekommen. Und heutzutage sehen wir natürlich auch wieder eine starke Erholung im Rhein. Und wir finden viele Arten, die vorher nicht dort waren, wieder im Rhein. Der Lachs ist ein Beispiel. Aber wir finden natürlich auch viele neue Arten, die ursprünglich nicht im Rhein vorgekommen sind. Wenn Sie heute eine Probe von der Stromsäule des Rheins nehmen, dann sind etwa 80% aller Individuen nicht einheimischen Ursprungs. Das heißt, wir haben eine Art multikulturelle Gesellschaft im Rhein auch. Und es ist falsch, einfach zu sagen, dass das negative Konsequenzen hat. Ich würde es so sagen, es zeigt, dass wenn wir etwas degradiert haben, nicht mehr in den ursprünglichen Zustand zurückkommen kann. Und das wird dazu, einmal verloren ist immer verloren. Das heißt, wir haben ein anderes System, als wir es vor der Verschmutzung hatten. Und natürlich sind auch Arten eingewandert, eben über den Rhein-Main-Donau-Kanal, über die Schifffahrt ist es zu einem Austausch gekommen. Aber was man nicht machen kann, ist, dass man pauschal nicht einheimische Arten in unseren Flüssen, in unseren Ökosystemen als negativ betrachten können, sondern es sind andere Lebensgemeinschaften mit anderen Funktionen. Und was nicht machbar ist, dass wir eine ursprüngliche Lebensgemeinschaft in dem Sinn wieder zurückgewinnen können. Das muss uns eben auch zu bedenken geben. Einmal verloren ist immer verloren, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch verabschieden von einer Art romantischen Vorstellung von unserer Natur, dass wir eine Natur wiederherstellen können, die wir vorher zerstört haben. Das ist nicht möglich. Und das muss unser Handeln auch beeinflussen, dass wir eben ein Vertrauen haben, auch ein technokratisches Vertrauen, dass wir das wiederherstellen können auch. So, die werden das schon wieder richten. Und in vielen Fällen ist das nicht wiederherstellbar oder nur mit immensen Kosten verbunden.